Guten Tag zusammen. Willkommen bei DankeCast Deutsch. Ich bin Henry und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das wirklich jeden Deutschlernenden betrifft. Jeder, der Deutsch lernt, kennt dieses Gefühl. Du willst etwas sagen, du weißt, was du sagen willst. Aber dann passiert etwas Seltsames. Dein Gehirn fängt an zu arbeiten. Es sucht zuerst das Wort in deiner Muttersprache. Dann übersetzt es das Wort ins Deutsche. Dann überprüft es, ob die Übersetzung korrekt ist. Und erst dann, sagst du das Wort. Und bis dahin hat die andere Person schon 3-mal geschaut, ob du noch lebst. Kennt ihr das? Schreibt es in die Kommentare, schreibt, ja, ich kenne das oder nein, bei mir ist das anders. Ich bin wirklich gespannt auf eure Antworten. Guten Tag, Henry. Mir geht es sehr gut, danke. Und ja, ich kenne dieses Gefühl sehr, sehr gut. Ich lerne auch gerade eine neue Sprache und dieser Moment, dieser kurze, unangenehme Moment, wo man im Kopf übersetzt, der ist wirklich anstrengend. Man denkt, warum kann ich nicht einfach sprechen? Warum muss mein Gehirn immer so viel Arbeit machen? Aber das ist ganz normal. Das ist sogar ein Teil des Lernprozesses. Und genau darüber sprechen wir heute. Ich möchte auch eine Frage an alle stellen, die gerade zuhören. In welcher Situation passiert euch das am häufigsten? Wenn ihr mit echten Menschen sprecht oder auch beim Lesen, beim Hören, schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles. Sehr gut, Emilia. Ja, das ist wirklich eine wichtige Frage. Ich glaube, für die meisten passiert es vor allem beim Sprechen. Beim Lesen hat man mehr Zeit. Man kann das Wort anschauen, nachdenken, weiterlesen. Aber beim Sprechen, da läuft alles schnell. Da wartet die andere Person. Da gibt es keinen Moment zum Nachdenken. Zumindest fühlt es sich so an. Und genau das macht es so schwer. Ich erinnere mich an meine erste Deutschstunde. Ich war sehr aufgeregt. Ich hatte zu Hause viel gelernt. Ich wusste viele Wörter. Aber dann kam der Moment, wo mein Lehrer mich gefragt hat, wie war dein Wochenende? Und ich war einfach still. Nicht, weil ich die Antwort nicht wusste, sondern weil ich im Kopf so viel übersetzt habe, dass ich gar nicht mehr wusste, wo ich anfangen soll. Das kenne ich auch, dieser Moment, wo man so viel denkt, dass man am Ende gar nichts sagt. Das ist wirklich frustrierend. Man hat das Gefühl, ich weiß doch alles. Ich habe doch gelernt, aber das Gehirn will nicht mitmachen. Ich möchte etwas erklären, was ich selbst sehr hilfreich finde. Wenn wir unsere Muttersprache sprechen, also die Sprache, die wir als Kind gelernt haben, dann denken wir nicht. Wir sprechen einfach. Das Wort kommt, bevor wir denken. Es ist automatisch. Es ist wie Fahrradfahren. Man denkt nicht, jetzt drücke ich mit dem linken Fuß, jetzt mit dem rechten. Man fährt einfach. So ist es mit der Muttersprache. Genau. Und mit einer neuen Sprache, also mit Deutsch, da ist es ganz anders. Das Gehirn hat noch kein automatisches System für diese Sprache. Es kennt die Wörter vielleicht. Es kennt die Grammatik vielleicht. Aber es hat noch keine schnelle Verbindung zwischen Gedanke und Sprache. Und deshalb macht es einen Umweg. Es geht zuerst durch die Muttersprache. Es sagt, okay, was will ich sagen? Wie heißt das auf Englisch, auf Spanisch, auf Arabisch oder wie auch immer? Und dann, wie heißt das auf Deutsch? Das ist der Umweg. Und dieser Umweg kostet Zeit. Aber hier ist die gute Nachricht. Dieser Umweg wird mit der Zeit kürzer. Und irgendwann verschwindet er fast komplett. Das Gehirn ist unglaublich gut darin, Verbindungen zu bauen. Je mehr man eine Sprache benutzt, desto direkter wird die Verbindung. Aber ich möchte über etwas sprechen, das viele Lernende falsch verstehen. Viele denken, wenn ich im Kopf übersetze, mache ich etwas falsch. Viele denken, gute Deutschlernende übersetzen nicht. Nur schlechte Lernende übersetzen. Das ist falsch. Das ist wirklich falsch. Übersetzen im Kopf ist kein Fehler. Es ist eine Phase. Es ist ein normaler Teil des Lernens. Alle machen es. Auch die Menschen, die heute fließend Deutsch sprechen, haben das einmal gemacht. Wenn ihr gerade Deutsch lernt und ihr übersetzt im Kopf, das ist okay. Das bedeutet nicht, dass ihr schlecht lernt. Es bedeutet nur, dass euer Gehirn noch arbeitet. Und das ist gut. Sehr gut gesagt, Emilia. Es gibt verschiedene Arten zu übersetzen. Manche Menschen übersetzen Wort für Wort. Das bedeutet, sie nehmen jeden einzelnen deutschen Satz und übersetzen jedes Wort in ihre Muttersprache. Das ist sehr langsam und führt oft zu Fehlern, weil Sprachen nicht immer Wort für Wort übersetzt werden können. Zum Beispiel, auf Deutsch sagt man, es tut mir leid. Wörtlich bedeutet das,
It does me suffering. Das klingt komisch, aber auf Deutsch ist das ganz normal. Man muss den Satz nicht übersetzen, man muss ihn lernen, als ganzen Satz, als eine Einheit, nicht als 3 einzelne Wörter. Genau, und das ist eigentlich schon einer der besten Tipps, den man geben kann. Lerne ganze Sätze, nicht nur einzelne Wörter. Lerne Ausdrücke. Lerne Phrasen. Wenn du weißt, wie man auf Deutsch sagt, ich verstehe nicht, dann musst du das nicht übersetzen. Du weißt es einfach. Es ist direkt im Gehirn gespeichert, als Paket, als fertige Einheit. Ich mache das selbst. Wenn ich eine neue Sprache lerne, dann schreibe ich keine langen Vokabellisten mit einzelnen Wörtern. Ich schreibe Sätze, ich schreibe Situationen. Das sind kleine fertige Antworten, die ich einfach starten kann, wenn ich sie brauche. Das ist ein sehr guter Punkt. Und ich möchte eine Frage an alle stellen, die jetzt zuhören. Welche deutschen Sätze oder Ausdrücke könnt ihr schon sagen, ohne nachzudenken? Schreibt es in die Kommentare. Das kann alles sein. Guten Morgen. Wie geht's dir? Ich verstehe nicht. Wo ist die Toilette? Alles, was automatisch kommt. Ich bin wirklich neugierig. Wir sprechen jetzt über einen weiteren Grund, warum Menschen im Kopf übersetzen. Und dieser Grund überrascht manche. Es ist die Angst. Ja, die Angst. Die Angst, einen Fehler zu machen. Die Angst, falsch zu klingen. Die Angst, dass die andere Person lacht. Und das Gehirn denkt, wenn ich erst übersetze, wenn ich erst alles prüfe, dann mache ich weniger Fehler. Das ist eine logische Reaktion. Aber leider hilft es nicht. Das stimmt. Die Ironie ist, indem man zu viel übersetzt, macht man oft mehr Fehler. Man spricht langsamer, man verliert den Faden, man wirkt unsicherer. Und das führt dazu, dass man noch nervöser wird. Es ist ein Kreis, aber ich habe eine gute Nachricht. Der einzige Weg aus diesem Kreis ist sprechen. Einfach sprechen, auch wenn es nicht perfekt ist, auch wenn man Fehler macht. Die Menschen, die ihr sprecht, echte Menschen, die sind in der Regel sehr verständnisvoll. Sie wissen, dass ihr Deutsch lernt, sie wissen, dass es schwer ist. Sie helfen euch. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte. Ich war einmal in Deutschland, in einer kleinen Stadt. Ich wollte Brot kaufen. Ich ging in die Bäckerei. Die Frau hinter dem Tresen war sehr freundlich. Sie fragte, was darf es sein? Und ich wollte sagen, ich möchte ein Brot bitte. Aber mein Gehirn hat sofort angefangen zu übersetzen, zu prüfen, zu zweifeln. Ich dachte, heißt es ein Brot oder einen Brot? Ist das Maskulin oder Neutrum? Brauche ich hier den Akkusativ? Und die Frau hat gewartet, sehr geduldig. Und ich habe ihr am Ende einfach gesagt, ein Brot bitte. Kein Artikel, kein Ich möchte. Einfach nur ein Brot bitte. Und sie hat mir das Brot gegeben, kein Problem, kein Lachen. Sie hat einfach geholfen. Das war für mich ein sehr wichtiger Moment. Ich habe gelernt, man muss nicht perfekt sein. Man muss nur kommunizieren. Das ist eine wunderbare Geschichte, Henry. Und das ist wirklich der Kern des Ganzen. Kommunikation ist das Ziel, nicht Perfektion. Wenn die andere Person versteht, was du sagen willst, dann hast du kommuniziert. Dann war das Gespräch erfolgreich, auch wenn der Artikel falsch war, auch wenn die Grammatik nicht perfekt war. Viele Deutschlernende vergleichen sich mit Muttersprachlern. Sie hören ein deutsches Gespräch und denken, so sprechen diese Menschen, schnell, natürlich, ohne Pause. Und ich brauche 30 Sekunden für einen Satz. Das ist frustrierend, aber Vergleiche helfen nicht. Jeder Muttersprachler hat 30 Jahre gehabt, um diese Sprache zu lernen. Du lernst sie seit einigen Monaten oder Jahren. Das ist kein fairer Vergleich. Sehr wahr. Jetzt möchte ich über konkrete Strategien sprechen. Was kann man tun, um weniger im Kopf zu übersetzen? Eine Strategie, die ich sehr gut finde, ist auf Deutsch denken. Das klingt einfach, aber es ist eine Übung. Man kann damit im Alltag beginnen. Wenn du aufwachst, denk auf Deutsch. Was siehst du? Das Fenster? Das Bett? Die Decke? Was machst du? Ich stehe auf. Ich gehe ins Bad. Ich mache Kaffee. Kleine Gedanken, kleine Sätze. Aber auf Deutsch. Am Anfang ist das sehr langsam. Du musst vielleicht nachdenken. Das ist okay. Mit der Zeit wird es schneller. Und irgendwann merkst du, du hast auf Deutsch gedacht, ohne es zu merken. Eine andere Methode, die ich empfehle, ist, hör viel Deutsch. Und ich meine, hör Deutsch, das du wirklich magst. Nicht Deutsch, das du musst. Wenn du Musik magst, hör sie auf Deutsch. Wenn du Podcasts magst, hör deutsche Podcasts.
Wenn du Filme liebst, schau deutsche Filme. Dein Gehirn braucht Input. Es braucht viel Input, um die Verbindungen zu bauen. Und hier ist ein kleiner Trick. Du musst nicht alles verstehen. Du musst nicht jedes Wort kennen. Hör einfach. Dein Gehirn nimmt mehr auf, als du denkst. Es lernt die Melodie der Sprache. Es lernt, wie Sätze klingen. Es lernt den Rhythmus. Ja, und der Rhythmus ist sehr wichtig. Deutsch hat einen bestimmten Rhythmus. Es klingt anders als Englisch, anders als Spanisch, anders als Arabisch. Wenn dein Gehirn diesen Rhythmus kennt, dann kann es schneller reagieren. Dann kommt das Sprechen natürlicher. Ich möchte noch eine Frage stellen. Welche Methode hat euch am meisten geholfen, schneller Deutsch zu sprechen? War es Musik? War es Filme? War es Gespräche mit echten Menschen? Schreibt es in die Kommentare. Euer Tipp könnte einem anderen Lernenden sehr helfen. Das ist das Schöne an einer Community. Man lernt voneinander. Es gibt noch eine wichtige Sache, die ich ansprechen möchte. Es gibt auf Deutsch Wörter, die man gar nicht direkt übersetzen kann. Wörter, die es in anderen Sprachen gar nicht gibt. Zum Beispiel das Wort Fernweh. Das bedeutet das Verlangen, in die Ferne zu reisen. Das Gefühl, dass man weg möchte, die Welt sehen möchte. Auf Englisch sagt man manchmal Wanderlust, aber das ist eigentlich ein deutsches Wort. Oder Gemütlichkeit, das ist Behaglichkeit, Wärme, das Gefühl, sich wohlzufühlen. Man kann das kaum übersetzen, man muss es erleben. Und das zeigt, manchmal ist Übersetzen einfach nicht möglich. Manchmal muss man ein Wort fühlen. Das finde ich so faszinierend. Und das ist vielleicht die wichtigste Lektion von heute. Deutsch ist nicht nur eine andere Version eurer Muttersprache. Deutsch ist eine eigene Sprache, mit eigenen Ideen, eigenen Ausdrücken, eigener Logik. Je mehr ihr das versteht, je mehr ihr Deutsch als Deutsch betrachtet, nicht als Übersetzung eurer Muttersprache, desto einfacher wird es sein. Ein Sprachlehrer hat mir einmal gesagt, stell dir vor, du hast ein zweites Gehirn, ein Deutschgehirn. Am Anfang ist dieses Gehirn sehr klein, aber mit jeder Stunde, die du Deutsch lernst, mit jedem deutschen Satz, den du sagst, wächst dieses Gehirn. Es wird stärker. Und irgendwann ist es fast so groß wie dein Muttergehirn. Ich liebe dieses Bild. Das Deutschgehirn wächst. Das ist wirklich eine schöne Art, es zu sehen. Es nimmt den Druck weg. Man muss nicht sofort perfekt sein. Man baut gerade noch. Ich möchte jetzt über eine Situation sprechen, die vielen Lernenden bekannt ist. Man lernt Deutsch schon eine Weile. Man versteht vieles. Man liest gut. Aber dann kommt ein echtes Gespräch mit einem echten Menschen und plötzlich ist alles weg. Man steht da und denkt, wo sind alle meine deutschen Wörter? Das ist kein Fehler, das ist kein Zeichen, dass man schlecht lernt. Wenn man nervös ist und echte Gespräche machen uns nervös, dann arbeitet das Gehirn anders. Es greift auf die alten, bekannten Wege zurück. Und die alten Wege, das ist die Muttersprache. Genau. Und die Lösung dafür ist, übe in Situationen, die ein bisschen stressig sind. Sprich mit einem echten Menschen auf Deutsch, nicht nur mit dir selbst, nicht nur mit einer App, mit einem echten Menschen. Das kann ein Tandempartner sein, das kann ein Sprachkurs sein, das kann ein Deutschcafé sein. Viele Städte haben solche Treffen, wo man Sprachen üben kann. Mit der Zeit wird der Stress weniger, mit der Zeit wird die Reaktion schneller. Und wenn man wirklich mal ein Wort vergisst, das ist auch okay. Man kann sagen, wie heißt das auf Deutsch? Man kann umschreiben. Kommunikation ist immer möglich. Perfektion ist nicht das Ziel. Eine Methode, die viele erfolgreiche Sprachlernende empfehlen, ist das Tagebuch auf Deutsch. Man schreibt jeden Tag ein paar Sätze auf Deutsch. Über den Tag, über seine Gedanken. Nicht perfekt, nicht lang, aber auf Deutsch. Das zwingt das Gehirn, Gedanken direkt auf Deutsch zu formulieren. Nicht übersetzen, formulieren. Das ist ein großer Unterschied. Am Anfang schreibt man vielleicht nur 3 Sätze. Heute war ein guter Tag. Ich habe Kaffee getrunken. Das Wetter war schön. Aber mit der Zeit werden die Sätze länger und komplexer. Und man merkt, ich denke gerade auf Deutsch. Ich muss nicht übersetzen. Es kommt einfach. Und das ist der Moment, auf den alle warten. Der Moment, wo die Sprache anfängt, sich natürlich anzufühlen, wo man nicht mehr kämpft, wo man einfach spricht. Dieser Moment kommt nicht sofort. Er kommt nicht nach einer Woche. Aber er kommt. Und wenn er kommt, das ist ein unglaubliches Gefühl. Ich glaube, das ist das Schönste am Sprachenlernen. Nicht der Moment, wo man ein neues Wort lernt,
sondern der Moment, wo man vergisst, dass man eine andere Sprache spricht. Ich möchte eine letzte Frage an alle stellen. Habt ihr schon einmal einen solchen Moment erlebt? Einen Moment, wo ihr auf Deutsch gesprochen habt und es hat sich natürlich angefühlt? Schreibt es in die Kommentare. Solche Geschichten motivieren auch andere Lernende. Das stimmt. Und wenn ihr gerade am Anfang seid, wenn ihr noch viel im Kopf übersetzt, dann ist das okay. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Das Übersetzen wird weniger. Die Verbindungen werden stärker. Das Deutschgehirn wächst. Jeden Tag, mit jeder Episode, die ihr hört. Mit jedem deutschen Satz, den ihr sagt. Und wir bei Dankecast Deutsch sind hier, um euch dabei zu begleiten. Jede Woche sprechen Henry und ich über Themen, die für euch als Deutschlernende wichtig sind. Wir sprechen natürlich, wir sprechen einfach. Und wir freuen uns immer über eure Kommentare, eure Fragen, eure Geschichten. Also, wenn ihr diese Folge hilfreich fandet, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch. Das hilft uns sehr. Das zeigt uns, dass diese Themen für euch interessant sind. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst. Wenn ihr ein Thema habt, das ihr gerne in einer zukünftigen Folge hören würdet, schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles und nehmen eure Vorschläge sehr ernst. Bevor wir uns verabschieden, fasse ich die wichtigsten Punkte zusammen. Erstens, im Kopf übersetzen ist normal. Es ist eine Phase, kein Fehler. Zweitens, lerne ganze Sätze, nicht nur einzelne Wörter. Das macht das Sprechen schneller. Drittens, hör viel Deutsch. Der Rhythmus der Sprache ist wichtig. Viertens, sprich auch, wenn du Fehler machst. Kommunikation ist das Ziel. Fünftens, denke auf Deutsch, im Alltag, im Tagebuch, im Kopf. Das Deutschgehirn wächst. Jeder Schritt, auch der kleine, bringt euch nach vorne. Perfekt zusammengefasst, Emilia. Ich danke euch allen sehr, dass ihr heute dabei wart. Lernen hört nie auf. Für niemanden. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss zusammen, viel Erfolg beim Deutschlernen. Ihr schafft das. Bis bald.